Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Update-Video hier aus der Brickworld. Und wie ihr sehen könnt, das Licht brennt, es ist ein bisschen dunkel, es regnet draußen, es wird gemütlicher drinnen und bei uns in der Wohnung ist auch schon der Kamin an. Aber das ist gar nicht das Thema, denn heute werden wir hier in dem Bereich, in dem wir das letzte Mal aufgehört haben, wir haben das letzte Mal hier ja in dem Bereich die Schiene eingebettet in das Kopfsteinpflaster und hier ein bisschen was abgerissen, alles ein bisschen vorbereitet. Und in dem Bereich möchte ich auch heute weiter arbeiten. Ich bin auch nicht ganz sicher, was wir schaffen, was wir hinkriegen, aber ich denke, dass wir hier auf jeden Fall ganz nach dem Motto Lücken schließen, heute auch hier wieder ein bisschen vorankommen. Ihr seht ja, das ganze Thema Lücken schließen ist ja eine Sache, die sich jetzt tatsächlich durch die ganzen letzten Wochen durchzieht, neben ein paar Abstechern. Aber grundsätzlich wird das Ganze hier voller und voller und ich denke, dass wir auch da heute einiges schaffen. Ich bin gespannt, ich hoffe, ihr auch. Bleibt dabei und jetzt geht's los. Wie ihr seht, geht's hier gerade mit den Planungen voran. Ich habe jetzt mal die Straßenbahn hierher geholt, um einfach ein bisschen zu schauen, wie ich das hier mache. Aber ich habe beim Abbauen mich blutig verletzt. Also will noch jemand sagen, dass Lego nicht gefährlich ist. Also schaut mal hier, das ist tatsächlich ein bisschen fies, blutet auch ordentlich. Einfach beim Steine abbauen bin ich da irgendwo gegengekommen, gegengeschrammt und dann ist das hier passiert. Ja, schauen wir mal, ne? Auf jeden Fall, ich mache jetzt hier weiter und dann geht's jetzt hier gleich weiter im nächsten Tag vermutlich mit den ersten Grundbauten der Haltestelle hier. Wie ihr sehen könnt, sind die Grundlagen jetzt geschaffen. Die Plattform hat ihren Platz so gefunden. Das ist dieser dunkelgraue Bereich. Hier drüben seht ihr, sind ein paar Treppen dazugekommen. Die sorgen eben dafür, dass wir hier von der Seite auf die Plattform hochgehen können. Da dachte ich mir, auf der Seite muss es jetzt eh nicht barrierefrei sein, weil das Ganze hier auf dem Boden, also auf der Straße, ist eh nicht barrierefrei. Aber auf der anderen Seite, hier kommt wieder eine kleine Rampe hin und dann kann man barrierefrei hier über den Gehweg, da ist ja auch der Gehweg noch nicht, aber wird noch abgeflacht, dass man eben hoch und runter rollen kann oder eben leicht laufen kann. Dann kann man hier hinten in den Bahnhof über den barrierefreien Eingang und ist im Bahnhof. Das heißt, da kann man komplett barrierefrei hin und her. Das heißt, das Problem ist auch schon mal gelöst. Und da geht es jetzt hier natürlich weiter. Das heißt, die Plattform muss jetzt gleich noch geschlossen werden. Glücklicherweise sind hier schon Kabel verlegt von der alten Haltestelle, aber die nutzen wir ja natürlich nicht mehr. Und ich habe jetzt dazu entschieden, hier den Bereich bis hier komplett einfach, ja, mit Pflanzen aufzufüllen, damit es ein bisschen auch optisch ein bisschen mehr von der Straße trennt. Das hier vorne lassen wir so. Wir müssen mal schauen, wie wir das auf der anderen Seite noch machen, ob wir es einfach überlappen lassen, ohne jetzt eine richtige Begrenzung. Das Fliesenmuster hier lasse ich auch einfach so, das da kommt weg. Das werden wir uns wahrscheinlich in der nächsten Ausgabe überlegen, wie wir hier um die Kurve weiterarbeiten. Vielleicht mache ich auch da nochmal einen Grünbereich rein, weil der ist eigentlich absolut nutzlos als gepflasterter Bereich. Da könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, außer ich ändere heute noch was daran, das weiß ich jetzt gerade noch nicht. Aber ich denke, ich mache jetzt einfach mal hier weiter, dass das Ganze jetzt ein bisschen mehr Form bekommt. Aber die Grundlagen sind geschaffen, das freut mich schon mal sehr und ich glaube, das passt auch viel besser hier hin. Wir haben natürlich jetzt auch die Lärmschutzwand hier nicht mehr, weil auch die Haltestelle natürlich auch ein bisschen das abschirmt später und Beleuchtung kriegen wir natürlich auch durch. Die Haltestelle wird ja so ähnlich beleuchtet wie die Haltestelle da hinten und ich glaube, das wird eine ganz nette Geschichte. Ich mache weiter und wir schauen es uns gleich nochmal an. Große Fortschritte, wie ihr sehen könnt, denn der Bereich hier vorne bis auf die Rundung, das, wie gesagt, das machen wir irgendwann das nächste Mal. Ich habe hier vorne alles jetzt fertig umgebaut, gefliest, den grünen Bereich soweit gemacht, wie ich mir das vorstelle. Und hier seht ihr noch ein bisschen einen Baumstumpf. Da kommt der Baum dann noch oben drauf, den habe ich nur gerade abgemacht, damit ich hier besser dran arbeiten kann. Hier kam noch die alten Müllcontainer wieder dazu. Hier noch ein kleiner Abstellplatz für Fahrräder, da steht noch ein Roller. Und das hier wird jetzt die eigentliche Haltestelle. Die habe ich jetzt so ein bisschen angelehnt an die Haltestelle, die wir auch da hinten gebaut haben. Aber ich möchte es vielleicht doch ein bisschen anders bauen, damit es eben nicht zu gleich aussieht. Aber ich denke, das ist eine ganz gute Veränderung. Es bringt auch nochmal ein bisschen, dass hier ein bisschen die Abtrennung, die wir vorher hatten mit dieser Lärmschutzwand, das passt da einfach nicht mehr zum neuen Konzept für den Bereich hier. Und ich finde, so ist es ein bisschen offen, aber gleichzeitig immer noch abgeschlossen eben durch die Haltestelle, die das dann doch ein bisschen abtrennt von dem Verkehr hier vorne. Und ich bin eigentlich zufrieden mit dem, wie es sich entwickelt. Das nächste, was zu tun ist, dass ich jetzt erstmal hier den Boden fließe.
und 2, 3 Bänke vielleicht noch reinstelle etc., was halt in so einer Haltestelle gebraucht wird, damit das Ganze hier eben auch das Dach dann drauf kommen kann. Ich habe jetzt hier, ich zoome mal ein bisschen daran, das ist für mich einfacher, ich habe jetzt noch die alten Scheiben wieder benutzt, da sind noch Werbeplakate für verschiedene Partys etc. und da das alte Graffiti, das vorher auf der Lärmschutzwand war, das war ja nur ein Aufkleber, den habe ich jetzt runtergezogen und einfach hier auf die Scheibe geklebt. Finde ich eigentlich auch ganz nett. Und, ja, da gehen wir gleich noch mal reinzoomen. Ich habe jetzt einfach hier mal noch ein bisschen Müll reingeschmissen in die Grünanlage, damit es einfach noch ein bisschen realistischer aussieht, meiner Meinung nach. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden. Und wenn man jetzt auch mal hier rüber schwenkt, sieht man, wie sich jetzt langsam alles zusammenfügt. Und ich hoffe, euch gefällt's. Ich mache weiter und wir schauen es uns gleich, wie gesagt, nochmal an. Wir sind jetzt so weit, dass wir das Dach drauf bauen können. Ihr seht, Figuren sind eingezogen. Ich habe gefliest. Ich leg's mal jetzt ein bisschen drüber. Ich habe hier noch 3 Bänke hingestellt, Mülleimer. Auch die Rampe ist jetzt gefliest und auch die Wände an der Seite, die das verhindern soll, dass eben die Leute gleich runterfallen, habe ich auch alles reingebaut. Figuren sind jetzt keine neuen in der Hinsicht dabei. Das sind all die schon bei der alten Plattform dabei waren. Die habe ich jetzt einfach wieder reingesetzt. Deshalb erhöht sich auch der Counter der Minifiguren jetzt erstmal nicht. Vielleicht kommen heute noch mehr dazu. Schauen wir mal, ich weiß es nicht. Was jetzt auf jeden Fall kommen muss, ist das Dach. Das baue ich jetzt drauf, denn das ist ein wichtiger Schritt, um diesen Abschnitt hier fertigzustellen. Einiges ist wieder passiert, wie ihr sehen könnt, denn die ganze Station ist in dem Sinne jetzt eigentlich fertig. Jetzt kommen gleich noch ein paar Details dazu und ich werde vielleicht noch hier vorne das hier noch auffüllen heute. Aber die Station, also die Haltestelle selber ist fertig. Das Dach ist drauf. Ihr seht auch, dass jetzt Beleuchtung drin ist. Ich habe hier auch noch mal ein paar Solarzellen draufgebaut. Haben wir ja auch da hinten natürlich in die gleiche Richtung, damit es Sinn ergibt. Und ich habe auch hier wieder links und rechts das Dach in einer anderen Farbe, sogar farbkodiert. Da hinten haben wir das hier in diesem Grün, hier habe ich das in diesem Rot. Das soll einfach den Leuten so ein bisschen helfen, dass sie sehen, welche Bahn das sozusagen ist, welche Richtung, welche Linie. Und da dachte ich, dass so eine Farbkodierung eigentlich ganz nett ist, in welche Richtung es geht etc. Und ansonsten seht ihr, dass hier jetzt wirklich einiges passiert. Ich versuche jetzt mal mit der Kamera hier runter zu gehen, damit ihr mal vorne reinschauen könnt. Und dann gehe ich mal wieder zurück und dann sehen wir jetzt mal hier in der Totalen, dass sich jetzt hier wirklich einiges getan hat. Natürlich, ihr seht, das ist natürlich noch eine riesen Baustelle, der Bereich hier, aber das wird sich jetzt nach und nach natürlich lösen, wenn wir da weiter in die Richtung bauen. Ich werde jetzt hier gleich noch ein paar Details einbauen, ein paar Sachen anpassen und dann schauen wir uns gleich final das Ergebnis des heutigen Tages an, aber ich bin jetzt schon sehr zufrieden damit. Hier seht ihr nun das finale Ergebnis für heute und ihr seht auch, dass ich jetzt hier vorne tatsächlich das ganze Kopfsteinpflaster in dem Bereich jetzt noch fertig gemacht habe. Und es sind doch noch 3 Figuren dazugekommen, die gehen jetzt hier gerade so ein bisschen über die Straße hin zur Haltestelle. Werde ich wahrscheinlich auch, wenn ich es nicht wieder vergesse, gleich unten einblenden, wie der aktuelle Stand der Einwohnerzahl ist. Ich glaube, wir nähern uns den 400 Einwohner momentan, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich habe, wie gesagt, jetzt hier das Kopfsteinpflaster hier fertig. Die Haltestelle ist soweit auch fertig, ist beleuchtet und wenn wir jetzt mal hier ein bisschen zurückgehen, sieht man, dass jetzt sich langsam hier die Lücken füllen. Wenn wir jetzt hier vorne noch in absehbarer Zeit endlich mal hier das Pflaster hier, nicht das Pflaster, aber den Asphalt hier fertig machen, dann sind wir in dem Bereich auch so weit fertig, grundsätzlich, dass wir uns dann noch weiter nach hinten begeben können. Das heißt, in einer der nächsten Updates geht es auf jeden Fall hier weiter in dem Bereich. Wir werden auch hier hinten mit dem Taxistand anfangen und dann auch durch den ganzen Marktplatz und nach hinten fortbewegen. Und wir müssen natürlich auch in dem Bereich mal schauen, wie wir das hier weitermachen. Der Eingang hier kommt ja weg, das habe ich ja schon vor einiger Zeit gesagt, da wurde da ja auch gar kein Loch mehr in die Platte reingesägt. Das müssen wir auch noch umbauen. Aber ansonsten bin ich auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit dem, was wir heute geschafft haben. Was mir gerade auffällt, ist, dass ich da noch das Loch reinbohren muss, also reinschneiden muss. Das sollte ich vielleicht in absehbarer Zeit mal machen, bevor ich hier noch groß weiterbaue, weil da muss ich erstmal das Modul hier rausnehmen dafür. Aber das ist eine andere Sache, das mache ich dann mal in einem der nächsten Updates, wenn es auch irgendwann mal in absehbarer Zeit, hoffentlich glaube ich noch dieses Jahr, auch wieder in den Untergrund geht und wir anfangen da unten mit der U-Bahn-Anlage etc. endlich weiter zu bauen. Die gab es ja schon im alten Layout, werden wir auch einen neuen Layout natürlich wieder haben, bisschen angepasst, aber das haben wir ja an einigen Stellen. Ich würde sagen, das war es auf jeden Fall für heute. Schreibt mir gerne eure Kommentare rein, was ihr so denkt von dem, was wir heute geschafft haben, wie es hier weitergehen kann, vor allem auch, was wir in der Kurve da noch machen könnten. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir nähern uns den 9.300 Abonnenten. Dafür vielen, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Die 10.000 für dieses Jahr liegen tatsächlich in greifbarer Nähe. Ich bin gespannt, vor allem, was wir dann eigentlich machen. Rein hochgerechnet wahrscheinlich noch vor Weihnachten, aber wie gesagt, ich bin einfach gespannt und sehr, sehr dankbar auf jeden Fall. Und ansonsten bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen, außer
Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Kommentare, vielen Dank für die Treue und auf jeden Fall viel Spaß beim selber bauen. Bis zum nächsten Mal hier in der Brickworld und ich sage tschüss.